Ei. Hihi. Ja, ich spiele mal wieder. Hat sich ja wieder einiges verändert hier und ich habe keine Ahnung, was ich tue. Also mache ich irgendwas. Herrlich. Starten wir rein. Ich habe tatsächlich schon den Startort und so weiter ausgewählt. Macht's einfacher. Und natürlich auch den Charakter wieder erstellt. Braucht weniger Zeit. Ui. Ui. Netter Server, hier wieder lustiger Text. Bin mal gespannt, wie gut es läuft. Das weiß ich nämlich nicht. Oh, direkt in meinen Hangar reingeladen. Erstmal Chat aus, ich mag den nicht. Schreiben die Leute nur wüstes Zeug. Großer schicker Hangar. Hängt ja mit der Größe des größten Schiffes zusammen, das wir haben. Also, das man als Spieler besitzt. Welcome to the ASOP Vehicle Retrieval System. Schiffchen. Wir hätten einen. Dann schnapp ich mir doch mal schnell die Zeus. Your vehicle has been delivered. Please visit us again. Ui. Hangar fährt runter. Hier ist so ein Holoband, das angeschaltet wird, damit man hier nicht runterfällt. Ich habe es nämlich letztens beim einfach so Spielen mal geschafft, einfach da runterzufallen, weil ich nicht darauf geachtet habe, wo dieses Bändchen ist. Bin ich genial oder bin ich genial? Ah, ich bin komplett genial. Oh. Ja. Und? Da haben wir den Hangar. So. Und das ist auch mein Schiffchen, das ich haben wollte. Ich habe ein bisschen zu viel Platz. Oh. Ah, jetzt geht auf. Ich müsste eigentlich gar nicht zur Rampe. Wenn ich mal so darüber nachdenke. Aber ich mache es gerne. Ich habe hier nämlich auch noch eine Leiter, die nach draußen führt.
Und jetzt bin ich wieder draußen. Absolut unnötig, weil ich ja ins Schiff rein wollte. Ich wollte ja hier mal durch die neuen mit Wetter bestückten Wolken fliegen. Gibt jetzt hier nämlich Regen und auch richtig Schnee. Da möchte ich jetzt mal durchdüsen. Oh mein Gott. Hat der Motor gerade richtig Krach gemacht. Ich glaube, ich mache den mal noch ein bisschen leiser. Ich glaube, die werden auch immer wieder zurückgesetzt. Ah. Gut, und theoretisch? Manchmal funktioniert's. Ich mach's aber lieber doch nochmal manuell. Rufen wir denn? Okay, ich sehe nach oben gerade gar nichts. Aber das ist kein Problem. Dafür hört man ja auch die Hangartore. Die sind ja nur recht massiv. Aber keine Sorge, ich starte gleich schon noch. Ach, die Hangartore sind doch eigentlich so groß. Oh. Hab natürlich mal wieder den besten Zeitpunkt erwischt. Ist mal wieder Nacht in diesem Spiel. Okay. Da haben wir mein Schiff. Fast nicht zu sehen, weil es so dunkel ist. Aber ich finde dieses Spiel immer noch wunderschön. Hui! Hat gerade einfach einer einen senkrechten Start gemacht. Machen wir doch gleich mal mit. Falls das Spiel noch irgendwie zu laut sein sollte, kann man mir natürlich Bescheid geben. Das weiß ich nämlich nicht. Warum bin ich eigentlich im Krieggang? Ich kann doch auch in Cruise Mode gehen. Kann man viel schneller fliegen. Und schwupp. Sum, sum, sum. Schauen wir mal, ob hier irgendwas ist auf der Tagseite, wo ich nicht unbedingt Probleme bekomme beim Hinfliegen. Sollte passen. Und Kurzstreckensprung. Weil ich das jetzt gerade mal so sehe, diese Wolken. Wunderschön. Da waren gerade so ein bisschen Wolken zu sehen. Zwar nicht so richtig, aber man hat ein bisschen was gesehen. Jetzt kommt wieder der spannende Teil. Ich springe aber auch zum nächstbesten Bunker. Da wollte ich jetzt eigentlich nicht hin. Egal. Hauptsache, ich habe jetzt irgendwie eine Location, wo ich hindüsen kann. Auf geht's in Richtung der Wolken. In der Hoffnung, dass ich die eingeholt bekomme. Na, im Notfall kann ich immer noch Fullspeed machen.
Hi. Tschu. Jetzt aber schnellstmöglich mal nach da vorne. Ich möchte mal ein paar Wolken nächste Nähe haben. Supi. Ui. Dann bevor es jetzt weitergeht, hole ich mir noch kurz jemanden mit dazu. Hi. Darf wahrscheinlich das Spiel noch ein bisschen leiser drehen. Na, bist du einfach am Streamen. Unglaublich. Ja. Weil ich wollte mal wieder. Vor allen Dingen dieses Spiel. Mit mit zumindest mal neuer Grafikkarte. Bin gerade auf der Jagd nach Wolken. Einfach mal bei New Babbage in Richtung von Wolken fliegen, in der Hoffnung, dass ich sie einholen kann. Ja, einfach in die obere Atmosphäre und dann hinterher. Ja, ich bin gerade im Cruise-Mode. Kamikaze-Modus. Bin ja gleich da. Kamikaze. Es macht schon Spaß. Also, dem Spiel muss man schon sagen, ich kann bei dem Spiel weiterhin nur sagen, es ist und bleibt schön. Vor allem diese Wolken sehen halt aus wie... Oh, habe ich schon mal erwähnt, dass Bremsen bei zu hoher Geschwindigkeit absolut ungesund ist? Ja, Beziehungsweise zu starkes Abbremsen? minimal, ne? Ja. Auf in die Wolken. Apropos, ich mach mal eben. Ha? Invita tu parte. Accept. Das war welche Taste nochmal? Bestätigen? Ü war bestätigen? Ja. Kidoki. Ich vergesse das immer wieder. Ich mach's zu selten, weil wir es im Normalfall vom Menü ausmachen. Ja, merkt ihr einfach Ü wie einladen. Wirbelwind. Ich hänge jetzt in der Wolke. Gleich. Also wenn du Schnee sehen willst, dann musst du unter die Wolke fliegen. Ich glaube nicht, dass da Schnee ist. Ja, flieg runter. Bist auch schon am Rheinnasen? So, jetzt bin ich unter der Wolke. Ja, nur ein Ticken tiefer und die muss schön dunkel sein von unten. Pidoki. Joink. Oh. Oh, da! Ja, da hinten. Wo der Schatten ist, genau da. Auf in den Schnee! Und du jagst mir jetzt gleich mit der Wolf hinterher, oder wie? Ja. Ich bin jetzt auch nicht mal so weit weg. Hast ja gute Chancen, mich einzuholen. So schnell ist ja die Zeit nicht. Aber ich wollte jetzt einfach mal erstmal zwischen Wolken hin und her eiern. Und einfach mal ein bisschen in den Regen auch. Einfach mal ins Wetter rein. Das heißt, an den Stellen, wo es so düstere Schatten gibt, kann es schneien. Mhm. Oder auch regnen. Je nach Temperatur dann. Mhm. Ja gut, hier dürfte es jetzt... Keine Ahnung, was wir gerade haben. Ordentlich Ich Minusgrade. glaube, ich stecke mal einiges von den Waffen nochmal in die Triebwerke, auch wenn es nicht so viel bringt. Das ist ja nur für einen Boost, dass der schneller auflädt. Oder? Haben die da was verändert? Yep. Nö, da ist nichts passiert. Kidoki. Kommt wahrscheinlich erst was, wenn das verbessert, wenn das Ingenieurs-Gameplay richtig reinkommt. Ich glaube, sobald das reinkommt... Bleibt abzuwarten. Also kann auch noch sein, dass da irgendwas mit den Blades noch kommt, aber...
Meine Scheiben Das ist doch viel werden nass. Spekulation. Die werden nicht nur nass, da landen Schneeflocken drauf, die schmelzen. Wie man hier unschwer erkennen kann, das sind tatsächlich richtige Schneeflocken, die dann einfach auf der Hülle schmelzen, auf dem Glas schmelzen. Wie sieht das von außen aus? Es hat noch Regensound, aber es ist Schnee. Und man kann richtig schön im Schnee stehen. Gut, aber die Sounds werden sie definitiv noch überarbeiten. Da bist du. Mhm. Hui. Hab dich schon gesehen. Mit der Wolf, dem schönen neuen Schiff. Miau. Das ich mir nicht leisten kann aktuell. Ah, halb so wild. Außer es gibt es nach dem Ingame-Shop. Ja, dauert noch ein bisschen. Ja, hier schneidet. Ja, die Wolken ziehen ja immer weiter. Mhm. Weil die ja richtige Physik haben, die werden vom Wind einfach weitergetragen. Jui. Bist du da gerade gelandet? Ja, ich wollte Schnee angucken, aber die Wolken sind weitergezogen. Ja, das passiert sehr schnell. Also geben wir uns mal Mühe, die Wolken wieder einzuholen und uns dann selbst in den Schnee zu stellen. Ich natürlich mal wieder ohne Rüstung und so unterwegs. Clever. Ist auf jeden Fall eine gute Idee, ohne Rüstung unterwegs zu sein. Nicht. Und die bietet hier nicht nur Schutz gegen Kugeln, sondern auch Wetter. Hält man plötzlich auf einem Mond, wo es über 100 Grad sind, mal länger aus. Ich glaube, ich bin schon wieder dran vorbei. Nee, ich glaube, das hat aufgehört. Dann gehe ich halt dahin, wo es wieder duster ist. In der Hoffnung, dass ich gerade nicht über einer Pfütze stehe, in der ich landen würde. Boost ist aufgebraucht, das muss jetzt erst wieder aufladen. Und Speed. Jupp, hier ist wieder. Jetzt stelle ich mich irgendwie so hin, dass ich in der Hoffnung, dass es irgendwie passt. Und jetzt hoffe ich einfach, dass ich schnell genug landen kann. Wobei das eigentlich kein Problem darstellen sollte. Nur nicht zu schnell landen. Sind noch im Schnee. So schnell landen kann ich nicht mehr. Und da ist Schnee. Schöner Schneefall. Das war das Falsche. Ja, die wollte ich ausmachen. Oh, ich schneide schon ein. Ja gut, du bist schneller im Aussteigen.
Gut, theoretisch hätte ich auch einfach die blöde Luke nehmen können. Ganz ruhig näher dran parken. Das wird so einfach. Oh ja, stimmt, die Rüstungen verändern sich ja auch. Mhm. Ja, du bist auch gerade langsam weiß am werden. Fehlt nur noch, dass auf den Schiffen auch noch was landet. Ja, aber das hat gerade schon wieder aufgehört. Ja, aber dennoch, ich fände es cool, wenn auf den Schiffen auch noch was landen würde. Turbine, ein artiges Ding. Die kleinen Triebwerke. Das extra kleine Triebwerk. Das ist schon schön, das Ding. Mhm. Ich kann mich da echt nicht beklagen oder so. Die Nasenspitze schön weit vorne. Ah, das ist wahrscheinlich zum Tanken. Oder es sind Nee. Triebwerke. Das ist einer der Manövertriebwerke. Hat doch schon den Tank gefunden. Mhm. Ui. Hier vorne. Ui. Also ganz weit weg war ich jetzt nicht, das ist schon mal gut. Oh, ja. Kann man so einen Schlauch dran stopfen. Oh. Stellt sich nur die Frage, ob man das auch vom Cockpit aus öffnen kann. Bestimmt. Ja, muss ja gehen für Raumbetankung. Nee, für Raumbetankung hast du andere Sachen. Stimmt. Da hast du dann hier vorne in der Nase. Ja, stehst gerade drauf. Guck mal nach unten. No step. No step. Ja, du bist zu weit. Hier, das Gelbe. Wo ich direkt vorliege. Wo dick und fett noch Fuelport dran steht. Ich kann nicht. Da steht No step. Das wird für Luftbetankung sein. Mhm. Na, das ist doch was. Weiter geht's. Wieder zurück in mein Schiff. Wuhu. Weiter geht's ins Schiff, dann wird's auch wieder ein bisschen ruhiger draußen. Tap, 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 tap. Wie es im Schiff plötzlich wesentlich leiser ist. Aber das habe ich gehört. Alter, die Schiffe. Das war ein bisschen zu dicht. Ja. Ja, das Schiff reagiert unheimlich empfindlich, wenn man auf das Gas tritt. Mhm. Jetzt gerade am Überlegen, wo kommen wir als nächstes hin? Ah, oh, die Karte ruckelt. Oh, geht ab und an ein bisschen. Gibt's auch irgendwas, wo es grün zeigt, mit Pflanzen gibt? Hier. Ja. Guck einfach die Stellen an, die nicht weiß sind. Dann fliege ich mal in Richtung Thunboro.
In der Hoffnung, dass das irgendwie auf so einer möglichst mit Vegetation ausgestatteten Fläche ist. Das wäre schön. Und da sind wir wahrscheinlich gleich hoch genug, um zu springen. Bin übers Ziel hinausgeschossen. Von der Höhe. Ist doch nicht schlimm. Ne gut, das Schiff bremst ja. Ich hoffe, ich mache jetzt nichts Falsches mit dem Büro. Weil mit den Außenposten kennst du dich, glaube ich, ein bisschen besser aus, wobei du auch nicht alle kennen dürftest. Ich weiß nur, dass ich gerade aus dem Quantensprung rausgeflogen bin, warum auch immer. Oh. Nicht gut? Hm. Der Passiert. normale Irrsinn. Passiert ist ja nur eine Kleinigkeit. Und solange es nicht 30 Jahre braucht zum Hochfahren. Oh ja, gefällt mir hier. Hat man alles, Wolken und Vegetation. Man stelle sich vor, du hättest einen Ballon. Mit mehr Cooldown-Zeit als Flugzeit. Für die Mercury muss ich dann unbedingt irgendwann, wenn ich das Ding wieder fliegen sollte, unbedingt einen Ersatz finden. Und wieder durch die Wolke. Oh. Ja, hier ist dunkel. Salopp gesagt. Mal schauen, ob es hier auch irgendwo Wildlife gibt. Ja, einfach mal den Scanner pingen. Hab was gefunden wahrscheinlich. Ist es Stein? Nee, oder? Das ist Ja, das sind Kühe. Weltraum, die Kühe. Wupp. Mal schauen, ob ich irgendwo in der Nähe von denen landen kann. Wie, genau hier. Das würde ich jetzt zwar nicht unbedingt in der Nähe bezeichnen, aber... Triebwerke aus. Die Schiffe fliegen jetzt nicht mehr weg, wie als wenn es aus Pappe wären. Sag das nicht. Provozier das Spiel nicht. Wahrscheinlich passiert es dann trotzdem. Ja gut. Da sind sie. Ich glaube, ich habe an einer sinnvollen Stelle geparkt. Wahrscheinlich ist gleich mein Schiff weg. Ah. Oh, da. Da. Die haben sich für diese Viecher natürlich schöne Designs überlegt. Ei.
Gut, ich sollte dann gleich nochmal zurück zu einem Hangar und mir ein bisschen Ausrüstung anziehen. Vielleicht solltest du das vor dem Flug machen, allgemein. Ja, das ist richtig. Die haben sogar Fliegen um sich rumschwirren. Mhm. Nettes Die legen Detail. sich auch auf die faule Haut. Mhm. Und alles in Echtzeit. Ah. Aber auch, die haben ja auch die Vegetation überarbeitet in den letzten, keine Ahnung wie viele Jahren. Ja, ein bisschen, aber die großen Änderungen kommen ja erst noch. Ja. Da hinten ist mein kleines Schiffchen. Ich kann mein Schiff von hier aus sehen. Gott, ich krieg den. Manche Sprüche sind schon schön. Aber ich finde es schön, dass sie sehr viel eingebaut haben. Jetzt kann man sagen, ich habe Gras angefasst. Ja, so ungefähr. Oder hier, nimm hier das Gras, das ist noch besser. Du meinst das Eigentum von Nee, das Schwebegras. das, was Bethesda gerne copyrighted hat. Hui. Dein Schiff hier macht ja noch Geräusche. Hast du das Triebwerk angelassen? Nee, das sind allgemeine Bugs, weil dein Schiff macht bei mir auch Geräusche. Ah, okay. Aber bei meinem muss man aufpassen, weil das wandert ganz leicht über den Boden. Hi. Ich sehe es. Das rutscht einfach weg. Es rutscht den Berg hoch. Normalerweise rutschen die Dinger noch den Berg runter. Mal gucken, wie es mit der Zeus Nicht in aussieht. Star Citizen. Ich finde das ja so interessant, ne? Das Cockpit ist von außen weniger durchsehbar als von innen. Interessant. Gefällt. Kann man Zeug anstellen. Wie einen ungebetenen Gast erschießen, ohne dass es jemand sieht. Gut, mal kurz zurück nach New Babbage. Und einen Anzug anziehen. Ja. Oh. Jetzt erstmal das Symbol für New Babbage finden. Gib doch einfach eine Suchleiste New Babbage ein. Oder einfach nach Port Wrestler suchen und Star suchen. Hm? Oi. Weil das Ding befindet ihr sich ja immer bei seiner Raumstation. Und 90 Grad Steigflug. Mit Boost.
wird die Scheibe wieder nass, weil natürlich durch Wolken durchgeflogen wird. So. Und da wollen wir hin. Einen langen Flug mache ich auch noch. Ah. Mit besseren Quantendrive für die Mercury müsste ich, glaube ich, der Dingens, ne? Entweder nach Horizon oder Ja. gucken, wo du was passendes herkriegst. Verstehe. Ja, das wird auf jeden Fall eine Sucherei. Nö, einfach bei Aircool eingeben. Warum denn schwer machen? Warum denn schwer machen, weil man eine Webseite hat, die einem alles sagt? Weil ich es mir nicht einfach machen will. Hast du einen Hangarschein bekommen oder? Ich bin schon gelandet. Ah, gut. Ich frage ja nur. Kann ja mal wieder passieren, dass man keinen Hangar bekommt. Naja, also aktuell geht es. Jetzt bin ich mal gespannt, wie viel Glück ich habe. Hey. Hangar Request completed. Jetzt muss nur noch mein Hangar angezeigt werden. Alter! Was klappert denn da draußen rum? Mein Hangar! Und dein Hangar klappert da rum. Nee, der klappert nicht. Nur weil dann klappernder LKW vorbeigefahren. Ah. Und das hat man definitiv am Mikrofon, nach meinem Mikrofon definitiv aufgenommen. Ich habe den ganz dezent kleinen Hangar. Und ich bin auf einem der äußeren Dinger. Eigentlich kann ich doch mit der Nase voraus reinfliegen. Sollte eigentlich nichts schief gehen. 10 Sekunden später, ich hänge in der Wand. Bumm. Gut, ich meine, wenn wir mal ehrlich sind, das Bumm wird mich nicht mal jucken. Das sagst du jetzt. Ich spawn doch eh wieder hier. Und darf dann durch die gesamte Bude wieder herlaufen. Zu meinem Schiff. Also, dann gehen wir mal los. Jo. Und jetzt ist das Hangartor geschlossen. Inventar. Filter. Armor. Nehmen wir einfach die goldige Rüstung. Hm? Die goldene. Die Concierge-Rüstung, die man sowieso bekommt, wenn man zu viel Geld ausgibt. Husti. Ah! Ich
glaube, irgendwas mit Server stimmt gerade nicht. Scheint ein Desync oder sowas zu sein. Ja, da soll sich aber... jetzt habe ich alles zweimal. Ich hoffe, der fängt sich gleich wieder. Aber müsste eigentlich. Ja, ansonsten macht nochmal Inventar auf zu. Ist immer noch doppelt vorhanden. Ah! Jetzt kann ich es dran klemmen. Helm weg. Einmal drauf. Noch den nächsten schönsten. Ach, nebenbei ist ja aufgefallen, im Charaktereditor haben die ein paar neue Frisuren drin. Oh, nice. Ich habe den Charaktereditor gar nicht angefasst. Ich habe einfach nur mein Set wieder geladen. Oh, schäm dich. Shame on me. Shame. 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 Jetzt habe ich... Oh. Warum habe ich die Ware wappeln? Wappeln. Doppelt. Frag nicht, freu dich. Ich nehme eine blaue mit, eine blaue. Und noch eine andere blaue. Kämpfen will ich zwar nicht, aber da man nicht mehr stirbt, kann ich den Spaß auch mit. Also damals erstmal nicht verliert, kann ich es ja erstmal immer bei mir rumtragen. Ich brauche nur auf kurz oder lang mal den größeren Traktorstrahl. Den größeren Handtraktorstrahl. Ja, den kann man sich ja kaufen. Mhm. Aber bis dahin werde ich mir wahrscheinlich einfach wieder ein Multitool mit Traktorstrahladapter machen für die in der Vulture, wenn ich wieder mit der Vulture rumeier. Ja, okay, bei 1 SCU-Kisten reicht der kleine, aber wenn es größere Kisten werden, dann brauchst du schon den großen. Ja, deswegen das Ding nehme ich dann auch nur mit für die Vulture. Welcome to the Da wäre jetzt zum Beispiel bei dem aktuellen Event hier ganz gut. Hier dieses Resource Drive. Dafür brauchst du nämlich auch den großen Traktorstrahl, um dann tatsächlich die Kisten zu bewegen. Oder im Idealfall den ATLS. Ja gut, der ATLS wäre natürlich... Kann man mit dem ATLS auch... Kann man den auch irgendwo hinstellen, wo er nicht im Frachtraum rumsteht? Ja, du kannst ihn ja außerhalb eines Frachtgrids hinstellen, der geht. Super. Das heißt, ich kann den einfach mit dem Schiff haben. Yep. Das hilft ungemein. Mal schauen, ob mein has been moved to our storage facility. Super Magic Moped endlich mal wieder, ob das jetzt endlich rumliegt oder ob das wie beim letzten Mal immer noch auf der Seite liegt. Kann ich das nicht? Ja, einfach gucken. Warte, kann ich das nicht über den Frachtaufzug rufen oder ist das noch in Zukunft? Nein, der geht noch nicht. Okay. Du kannst nur den ATLS aktuell über den Frachtaufzug rufen. Andere Fahrzeuge noch nicht. Kommt aber noch. Irgendwann, bestimmt, vielleicht. Mal schauen, mal, ob mein rosa Moped wieder funktioniert. Rosa Moped. Welcome to the herrlich. Exalt Vehicle Retrieval System. Your vehicle has been delivered to the place where it was again. Jetzt wird's schön. Wieder schön der große Hangar. Aber ich finde das echt schön mit diesem Holoband da am Rand. Man darf nur nicht so stehen, dass man das Holoband nie sieht. Einmal ist es passiert, das wird mir kein zweites Mal passieren. Es wird mir wahrscheinlich ein 5. Mal passieren. Und es ist nicht umgefallen. Das ist schon mal gut. Das ist schon mal ein gutes Zeichen. Aber dieses Absperrband bleibt noch echt lang. Nachträglich. Ja, du kannst aber da schon reinrennen.
Mein rosa Hover-Moped. Oh. Ach, da kann man auch wieder die Dingenslots öffnen. Mhm. Ja, ich sollte das Ding vielleicht auch starten. Das zieht aber. Das Ding zieht aber gut. Ja, klar. Okay. Und bam. Niemals in geschlossenen Räumen testen. Was mache ich in geschlossenen Räumen testen? Warum? Weil ich Spaß dran habe. Wie sieht das denn? Aber ich bin schon noch ein bisschen hoch. Versteuerung. So, jetzt bin ich nicht mehr so hoch. Ja, jetzt sollte ich theoretisch auch einfach an die Steuerung kommen. Ich glaube, ich parke mir das dumme Ding jetzt immer hier. Dann brauche ich nicht mehr diese 10... Ich hätte vielleicht die Triebwerke ausschalten sollen, oder? Ist generell immer besser. Das könnte ungemein helfen. Außer auf Planetenoberflächen. Ja, selbst da. Welcome to the ASOP Vehicle Retrieval System. Okay, cool. Gut. Die Vulture hole ich mir, wenn ich bei Dingens bin. Das heißt, ich schnapp mir wieder die Zeus Your vehicle has been delivered to the following location. Please visit. und flieg dann mit der Zeus zum Dingens. Nach Lorville. Dort hole ich mir dann die Vulture ran, um Vulture-Sachen zu machen. Hm. Und der neuen Oh, Quantum okay. Drive zu verpassen, damit ich fliegen kann. Hm. Weil Hör L5 ist ja näher an Hurston. Yep. Kann ich mir nämlich einen Quantum Drive holen, mit dem ich auch ein bisschen länger fliegen kann. Und für die Mercury schaue ich mal, was das sinnvoll wäre. Der Hamera ist ja ganz gut. Wenn man nicht direkt an die militärischen Komponenten rankommt. Ja. Gut, aber da mache ich mir aktuell eh weniger Gedanken. Jetzt hätte ich mein rosa Moped mitnehmen können. Egal. Das verwende ich nur, um an die Carrack ranzukommen. Dieser Hangar ist einfach zu klein. Von der vom Laufen her. Hätte ich mich blöd hingestellt, hätte mich wahrscheinlich die Leiter einfach weggeschoben. Und die Animation lustig verpackt. Und das Engineering Terminal. Coming soon. Gibt im Übrigen auch eine deutsche Übersetzung, falls man das Spiel auf Deutsch haben will. Sofern die aktuell ist. Weitestgehend. Die wird eigentlich immer sehr gut aktuell gehalten. Welcome to Robert Space Industries. Enjoy the ride. System check. Engines on. Quantum fuel is at 100%. Da gibt es ein paar Deutsche, muss man dazu sagen. Take off complete. Ein paar deutsche Übersetzungen.
Hat sich gelohnt, im Hangar rumzuwuseln. Plötzlich ist heller. Flugmodus. Landing gear raised. Ah. Ah. Oh. Okay, cool. Man kann jetzt in der Zwischenzeit so weit rauszoomen, dass man auch beide Sonnensysteme sehen kann. Yep. Hm. Okay. Primeliges Menü. Das ist Akkord. Ich will aber nach... Achso, ja, Hurston war der Planet, der ziemlich dicht dran war an der Sonne. Und dafür springe ich dann nach Lorbeal. Langer Flug, ahoi! Ich liebe lange Flüge. Die machen so viel Spaß. Hui! Will ich jetzt schon? Wahrscheinlich nicht. Ach. Ach so. Hat die Route nicht geschluckt. Hm. Irgendwie lädt dein Antrieb nicht. Nee, irgendwie nicht. Hui. Mach doch die Route nochmal neu. Ja. Jetzt spult er. Kann ich springen? Ui. Und da drüben ist Hurston. Mit was bist du unterwegs? Mit der 400i. Hui. Und mitgezogen worden. Und instant wieder rausgeflogen. Ich glaube, das macht wohl im Multiplayer gerade irgendwie Probleme. Ja. Ich meine, grundsätzlich müssen wir nicht im Konvoi springen.
Ja, das ist schon schön, wie das an der Spitze vom Schiff Partikel erzeugt und auch an den Flügeln. Das ist schon schön. Vor allen Dingen auch eine schöne Ablenkung, wenn der Flug sowieso recht lang dauert. Hui. Hui. Kann man sich auch mal das Schiff angucken. Soweit das Licht zulässt. Tja, ja, Flugstunden. Das Schöne ist natürlich, man kann während dem Flug auch aufstehen und irgendwas anderes im Schiff machen, wie rumlaufen. Da sind ja jetzt noch... Ist ja jetzt noch ein bisschen Flug. Kann ich hier rumlaufen? Hier sind schon mal ein paar Komponenten versteckt. Wie Avionics, Live Support. Die Dinger existieren wahrscheinlich noch nicht. Nee. Und der Schildgenerator ist ein B-Ring. Achso, und das ist der Waffenschrank. Dann gibt es hier noch die Locker für die Raumanzüge. Diese Tür sollte ich nicht öffnen, außer ich bin komplett bescheuert. Trau dich. Vielleicht. Hier ist noch ein zweiter Schildgenerator und der der Schwerkraftgenerator existiert auch noch nicht. Und das haben wir hier. Nochmal einen Schildgenerator und eine Batterie. Die auch nicht existiert. Kantine. Mit Fenster. Das heißt, man sieht, wir sind noch im Flug. Ein Kühlschrank? Möglicherweise. Genauso das da unten. Hier ist sonst nichts zum Interagieren. Hier ist auf jeden Fall ein Waschbecken. Dinget. Das hier ist wahrscheinlich nochmal ein Waffenschrank. Oh. Das klingt so, als wären wir gerade bei Hurston angekommen. Die Crewquartiere. Wo wirklich alle drin pennen. Alle 1, 2, 3. Das hier oben dürfte ein Regal sein. Mhm. Und hier ist natürlich die Dusch-Toiletten-Kombi. Und dann haben wir hier nur noch den Frachtraum. Samt Energiegenerator und Kühler und ein Display. Und hier auf den anderen Seiten ist auch noch mal Zeug. Und zwar ein Radar und ein Schildgenerator. Einfach 4 Schildgeneratoren über das Schiff verteilt. Und hier ist der Sprungantrieb. Ein Energiegenerator und ein Kühler. Mhm. Und natürlich, was nicht fehlen darf, ein Feuerlöscher. Steht sogar Zeug, was man lesen könnte. Hold Unit upright. Also der Standard-Feuerlöscher-Kram. Ich hab's kapiert. Nur damit das klar ist, das sieht wunderschön aus. Und man sieht sogar so ein bisschen die Oberflächen, Höhen und Tiefen. Und Nebenheiten.
Und das wohlgemerkt dafür, dass man noch im Weltraum ist. Und Sprung. Auf die andere Seite von Hurston, dem... der Zweiklassengesellschaft. Planet. Ja. Aber war auf jeden Fall früher mal ein guter Startpunkt. Ne? So 2019. Wobei, da war es noch Port Olisar. Port Olisar existiert nicht mehr. Die Station ist mal abgestürzt. Aus Versehen. Wurde ersetzt durch eine andere Raumstation, die den gleichen Zweck erfüllt, nur größer ist. Und nützlicher. Weil die nämlich auch größere Schiffe bedienen kann. Es kommen nämlich in der letzten Zeit immer mal wieder ein paar größere Schiffe raus. Das aktuell größte Schiff ist jetzt die Polaris. Davor war es ja die 890. Oder? Ich meine, die 890 wäre immer noch das größte. Das kann auch sein. Geht ja aber auch echt teilweise nur nach Hurston wegen Regen. Geh mal ein bisschen runter. Dann hänge ich gleich über den Schmelzöfen. Oder so. Ne, die sind ein bisschen weiter weg. Mhm. Ich sehe Origin-Logo. Jetzt muss ich nur noch... Ach, da. Hier ist der Spaceport. Wieso verwechsel ich das Ding kopfmäßig eigentlich mit dem Raumhafen von Dingens? Medium Hangar. Okidoki. Keine Ahnung. Ne, ich habe das gerade irgendwie mit dem Raumhafen von Akkop verwechselt. Gedanklich. Ich weiß nicht, wie ich auf die Idee kam, da... Jo, ich gehe schon in... Dingens-Modus. Und da das ein Medium-Hangar ist, muss ich jetzt ein bisschen mehr aufpassen. Ist nicht mal einfach so, direkt reinfliegen. Bin ich mal gespannt. Ui. Oh, ne. Ich mag diese Außenkamera manchmal. Aber sind wir mal gespannt, ob da auch irgendwann noch so ein internes Holo-Ding kommt. Okay, ich kann wieder rein. Ich hab's doch irgendwie geschafft, hängen zu bleiben irgendwo.
Und Antrieb aus und raus aus dem Schiff. Aber ich werde hier auf jeden Fall nachher mal noch über den Planeten düsen und mal gucken nach Wolken. Nach Regen. Oh, Welcome to the ASOP vehicle. das ist so hässlich hier. Your vehicle has been moved to our storage facility. Und ich spawn mir hier trotzdem mal die Vulture ran. Einfach nur, um sie hier zu haben. Please visit us again. Ansonsten hätte ich nämlich mit der Vulture herfahren müssen und darauf habe ich dezent wenig Lust. Das wäre mindestens ein Zwischenstopp gewesen, zumindest wenn die Tanks nicht immer noch so riesig sind. Hui. Willkommen im Hangar. Ui. Hm? Was machen die Leute eigentlich? Da, da, da. Da lagen einfach Leichen rum. Nö, der Händler hat tatsächlich sein Sortiment hier nicht verändert. Nur am Terminal. Wäre manchmal cool, wenn er auch die hier herumstehenden Schiffe ändern würde. Ja, aber ich denke mal nicht, dass das so schnell passieren wird. Muss ja nicht. Das Schiff, das nur aus Antrieben besteht. Können wir das beim Weltraumrennen bei Stargate mitfliegen lassen? Könnte man sogar mitgewinnen wahrscheinlich. Nein. Nee, wenn dann lieber das hier, oder? Ja, schon eher. Ja, die 85X. Zugegeben, ich würde doch mit der Maul mitfliegen, einfach nur zum Spaß. Und am Ende überlebe ich trotzdem. Mit einem fliegenden Stein. Ist immer noch die Conny. Spieler, die einfach rumstehen. Die Hammerhead. Okay, hier hat sich nichts verändert. Jetzt bin ich mal gespannt, was die am Terminal haben. Terminal, wo ist das Ding? Ah! Zwei sind gerade belegt. Ich weiß nicht, ob die Server noch laufen. Ja, die laufen noch. Okay. Aber ich glaube, die zwei sind gerade blockiert. Ja, lass die doch gucken. Gut, dann warte ich mal noch ein bisschen und laufe mal ein bisschen woanders hin. Ich meine, so wichtig ist das natürlich nicht. Das war die M50. Steht wahrscheinlich auch einfach auf der Hülle drauf. Und zwar genau da. Wo man es hätte ganz einfach lesen können.
Aber es ist schon ulkig, das Spiel mehr oder weniger ein zweites Mal zu erleben. Ich meine, ich habe die Lackierung hier nicht. Die wollte. Fällt mir gerade mal ein. Aber ich überlebe es mir mehr oder weniger ein zweites Mal und zwar mit einer etwas besseren Optik. Mhm. Die letzten Male war es ja doch noch etwas sehr pixelig. Und ich darf nicht vergessen, mir was zu trinken zu kaufen. Wenn ich das gerade mal so sehe. Ja, dafür musst du in die Stadt rein. Mhm. Aber da ich hier nicht in die Stadt wollte. Welcome to the ASOP. So Step by Step fällt mir wieder ein, was ich machen wollte. Ich wollte da wohl schon besseren Quantendrive besorgen. Visit us again. Goodbye. Und hier ist es kein rotes Band, hier ist es orange. Und allgemein alles etwas düsterer. Und man sieht sogar auf der Holokarte, dass das Schiff hochgefahren wird. Ist das cool. Und da ist mein Bagger. Das Schiff brauche ich nicht zu zeigen, das erklärt sich von allein. Hui! Zack, herab. Hagelorwell. Sicherheitshalber mal kurz prüfen. Die Vital Thruster sind noch nicht draußen. Jetzt sind sie draußen. Das Schiff ist nämlich ein bisschen leichter zu starten und zu landen mit den Vital Thrustern. Ich würde sagen, ich habe gerufen und der Hangar ist immer noch nicht offen. Aschwas hat auch einen Anzeigebug. Ja gut, ich habe mich einfach durch die Decke geklippt. Ich kann's. Aha, da ist jetzt auf jeden Fall ein Schild. Vielleicht komme ich jetzt raus. Ja! Nein, ich meine, sind das nur kleinere Anzeigebugs und nichts Schlimmeres. Und da bist du wieder am Rumdüsen. Mhm. Was hast du dir jetzt geholt? Immer noch meine 400i. Ach so. Ich muss nur kurz nach... Ah. Okay, zum Glück habe ich genug Quantum Fuel. Bei dem Schiff, sonst hätte das nämlich auch echt schief gehen können. Und man merkt sofort, dass man in einem industrielleren Schiff ist. Man kommt nicht mehr so schnell voran.
Für Interesse, so sieht das Ding aus. Schönes kleines Spielzeug. Und damit springen wir jetzt nach... Du bist schon dahin unterwegs? Yep. Ich habe mir erst Sorgen gemacht, dass mein Treibstoff nicht ausreicht bis dahin. Aber der ist ja... Der reicht immerhin mal für 6 Mal hin und zurück, schätzungsweise. Nee, 6 Mal hin. Das heißt, 3 Mal hin und zurück. Zumindest mit dem Quantum Drive. Und den will ich nicht haben. Weil man merkt, die Vulture ist jetzt nicht unbedingt das schnellste Schiff. Und ich kann das auf jeden Fall massiv boosten. Aber die haben den Haben die den Treibstoff im... Also er ist jetzt nicht mehr so hoch, wie er war, zeitweilig. Aber er ist auf jeden Fall immer noch sehr viel größer, als er davor war. Die Treibstoffmenge. Wenn ich das jetzt so sehe. Nö. Das ist hauptsächlich der Antrieb. Wenn du einen effizienteren Antrieb einbaust, dann hast du auch weniger Verbrauch. Ja gut, aber das Ding hat ja keinen effizienteren Antrieb drin. Das hat ja noch den Standardantrieb. Ja, und da hängt er dann immer davon ab, was sind da für Antriebe. Das schauen wir uns gleich an, sobald wir gelandet sind. Ich fliege noch ein bisschen an die Station ran. Ich kann nur dich rufen. So ein Mist. Flieg doch erstmal näher dran. Mal gucken, welchen Hangar ich bekomme. Oh, ich muss auf die andere Seite der Station fliegen. Dumpi, 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 dumpi. Okay. Vitol hat also keine Animation für das Ding. Das hat mich jetzt nämlich gerade mal interessiert. Nee, aber das ist tatsächlich nicht auf dem Holo-Bild sichtbar. Aber immerhin ist die Flug- und Landegeschwindigkeit, also ist die Landegeschwindigkeit immer die gleiche mit dem Landing Gear, bei den meisten Schiffen zumindest. Gut, ich habe es jetzt bei 2 gesehen und das ist 29 Meter pro Sekunde. Was immer noch recht schnell ist. Nur halt auf die Dimensionen hier. Ja. Sehr schnell. Ich weiß, ich bin noch viel zu weit weg. Und zurück. Oh. Alter, die Schlange zumachen. Muss mal schneller fliegen.
Mach das Ding einfach den Hangar zu. Oder musst du ein Schild mit dem Cockpit machen? Achtung, Rentner. Achtung, muss erst wieder landen üben. Das ist mal ein Dragschiff, was nicht quietscht. Das ist so surreal. Irgendwie. Ein Dragschiff, was mal nicht quietscht. Oder klappert oder sonst irgendwas. Das ist irgendwie einfach lustig. Welcome to the ASOC Vehicle Retrieval System. Wobei man denen auch zugute halten muss, dass die das Ding wahrscheinlich auf einen industriellen Standard bringen wollten, so halbwegs. Dass sie dann schon aufpassen, dass da nicht zu viel quietscht und klappert und sonst irgendwelchen angenehmen Geräuschen. Auf zur Lobby. Entering Armistice Zone. Das bedeutet wieder keine Waffen. Jetzt muss ich mal rausfinden, wo ich den Spaß kaufen kann. Miau. Also wenn du mit dem Strandbuggy von Greycat rumfährst, wär's cool. Nee, warte, das war das Golfkart. Das ist auf jeden Fall die Habitation. Was gibt's hier oben? Crusader. Okay, hier gibt's nur Monitore. Das heißt, ich muss den Fahrstuhl nehmen. Jui. Zur Galerie. Galerie. Strandbuggy. Nee. Golfkart. Für ein Strandbuggy ist das Ding nicht schön genug. Das war doch ganz sicher bei Platinum bei. All categories. Quantum Drives. Ah. Gut, dass der nur mein ganzes Geld aufbrauchen wird. Okay, das habe ich ja mit der Vulture relativ schnell wieder rein. Einfach mal in Asteroidengürtel fliegen und Trümmer scannen. Und scannen. Und scannen. EOS. Ah ja. Ich nehme aber den hier. Cool. Jetzt haben wir einen besseren Quantum Drive für die Vulture. Jetzt können wir weiterfliegen. Warum tue ich eigentlich so, als könnte ich dieses Spiel nicht? Das musst du dich selber fragen. Ja, deswegen habe ich gerade nachgefragt. Und das packe ich mal raus. Der Goliath. Ich glaube, es ist auf jeden Fall eine gute Idee. Propulsion Jump. Ah. Ich mache hier erstmal Save Changes. Und dann muss ich den hier wieder... Außer das Ding hat keinen. Doch, hat es. Jedes Schiff hat einen. Ja, ich kann es noch gar Also nicht beziehungsweise jedes Schiff mit einem Quantenantrieb. Da gibt es einen kleinen Bug, du musst das Schiff erst im Hangar hochfahren, wieder runterfahren und dann kannst du ihn wieder einsetzen. Ah, okay. Na, immerhin ist das nur so ein bisschen was jetzt nicht störend ist.
Irgendwas war doch mit hier mit, irgendwelche Tasten konnte ich doch drücken, um den Helm abzuziehen. Alter. Alter? Yes. Mhm. Sollte ich ohne Helm rumrennen können? Nicht. Jetzt habe ich wieder Luft. Mal gucken, ob es hier irgendwie... Oh ja, hier gibt es auf jeden Fall was zu trinken in der Nudelsbar. Weil man sich doch auf jeden Fall was holen soll. Echt nur die Nudeln? Naja, da gibt es doch sicherlich noch mehr. Vielleicht sollte ich doch nicht hierher. Hm? Gerade überlegen, wo ich was Sinnvolles zu trinken kaufen kann. Das ist einfach ein Waffenladen. Ja, wo kriegt man auf jeden Kein Fall was zu Witz. trinken? Geh in den Waffenladen. Okay. Ans Terminal. Und das packe ich jetzt definitiv in meinen Rucksack. Rings. Bei. Direkt mal. Keine Ahnung. Irgendeine Menge. 20 Stück sollten erstmal reichen in meinem Rucksack. Aha. So, bin wieder voll, nicht mehr durstig. Jetzt muss ich nur mal gucken, wie ich die Flasche hier... Einfach hier in den Mülleimer. Zack. Einfach hier in den Müll rein. Kann man die denn schon in den Müll schmeißen? Nicht. Wenn das jetzt so funktioniert. Plopp. Also bei mir liegen 2 Flaschen momentan im Müll. Ja, manchmal funktioniert das nach dem zweiten Mal nicht. Auch nicht schlecht. Ah, und hier kannst du theoretisch Zeug verkaufen. Oder einkaufen. Aber da ich mit dem Schiff ganz sicher keinen Handel treibe, Wie nicht? ich glaube nicht, dass es dafür geeignet ist. Stell dich nicht so an. Naja, ich meine 12 SEU sind 12 SEU. Aber ich würde lieber erstmal ein Multitool samt Holo-Ding. Samt Traktorstrahl. Basteln. Jetzt muss ich das Schiff rufen, muss es wieder einlagern und dann kann ich nach Hause. Mhm. Da ich mit dem Schiff eigentlich dieses System eh nicht verlassen werde, ist es eh ein bisschen unsinnig. Aber nun gut. To the ASOP vehicle retrieval system. Vulture, komm ran. Delivered to the following location. Ich warte. Muss man warten, bis die Animation abgelaufen ist? Nö, nicht unbedingt. Aber wahrscheinlich könnte man dann theoretisch was fragen. Retrieval system. Ja, nee, ich muss warten, bis die Animation fertig ist. Ach so, du meinst, ach so, dann mit dem Rausfahren. Ja, da musst du drauf warten.
Der klassische Däumchen-Dreh-Simulator. Welcome to the ASOC Vehicle Retrieval System. Your vehicle Store. has been moved to our storage facility. Please visit us again. Gerade mal die Vorstellung, was da unten ist, wenn das Ding weggefahren wird, kommt da irgendwie so ein großer Kran, der nimmt das dann, der hält das Ding fest, fährt es irgendwo anders hin und steckt es einfach in irgendeine Lagerkiste oder so. Irgendwie schon eine witzige Vorstellung. So. Jetzt kann ich doch ganz sicher das Ding wieder ins Schiff stopfen. Bullshit. Okay, gut zu wissen, dass das so ist. Damit können wir Fehler umgehen. Welcome to the ASOC Vehicle Retrieval Und jetzt gehen wir mal ein bisschen Zeug abwracken. Vehicle has been delivered to the following location. Please visit us again. Und halten wir fest, ich habe die Hälfte der Steuerung wieder vergessen. Ich spiele zu selten, es tut mir leid. Gesundheit. Ah ja. Ich stelle schon mal auf Craft, da kann ich doch ganz sicher ein Multitool samt Traktor. Combo Light SRT Attachment, was? Das ist das Salvage Attachment für das Multitool. Ach so, also kein nützliches Tool für mich gerade. Fuse? Ich brauche ja eh nur das Multitool und den Traktor. Das heißt... Schiff in Nomsen. Das heißt, wir suchen jetzt den nächsten Asteroidengürtel und essen Schiffe. Und hoch. Mm. Crusader? Aber nicht direkt. Ich habe einfach den Treibstoffverbrauch halbiert. Passt. Nee, nach Cool 2 möchte ich nicht. Ich weiß zwar nicht, wie schlau es ist, nach Jela zu fliegen, aber das ist ein Asteroidengürtel. Also kann es nicht so falsch sein.
Irgendwas stimmt da nicht. Du musst auch manuell Energie auf deinen Quantenantrieb geben. Oh. Manchmal passiert das nach dem Umbau. Äh, Du musst in dein Energiemenü. Da wart. Jetzt ein bisschen nach rechts scrollen. ja. Gut zu wissen. Ich habe mich gerade gefragt, habe ich das Ding vergessen? Auf zum Gasriesen und mal gucken, wie gut ich mich noch auskenne mit der Steuerung vom Schiffe aufnopsen. Ich hatte das alles mal eingestellt. Ein Großteil weiß ich noch nur. Ich weiß gerade nicht, auf welche Taste ich es gelegt hatte, das Schiff zu zernamsen. Also, das Schiff zu sprengen. Mehr oder weniger. Um es dann aufzusaugen. Mein Notfalls mache ich es auch einfach mit der Tastatur, aber... Bin gerade voll froh, wie stabil der Stream läuft. Auf 900p Auflösung. Und mein YouTube-Abi ruckelt auch nicht. Ich mache schon wieder so spannendes Zeug. Wir können auch nachher nochmal eine Kampfmission annehmen. Muss ich nur ein Schiff umrüsten. Für Kampf. Oder wir setzen uns zu zweit in dein Schiff. Oh, mal schauen. Mhm. Wir können auf jeden Fall spannendes Zeug machen. Wieder. Ja, gut, Quantum Fuel wird halt verbrannt wie nichts, wenn man fliegt. Aber das Spiel ist und bleibt beeindruckend. Was ist dein Reiseziel? Oh, ich bin gerade wieder nach New Babbage unterwegs. Ach so. Ich wollte gerade mal ein bisschen nicht Steine anpingen. Also die Aufgabe von der Maul oder der Prospector. Ich will Schiffe abwracken. Und Jela hatte ja einen Asteroidengürtel. Also, auf geht's Asteroidengürtel. Da gibt's auf jeden Fall Wracks. Also, ich habe jetzt gerade den Mond verwechselt. Nee, da ist ein Asteroidengürtel. Salvaging-Modus an.
Unknowns 14 Kilometer. Mal gucken, ob das ein Mining ist oder ob das ein Schiff ist. Das kann man meistens an den Scanwerten sehen. Gern. Du meinst die da? Mhm. Strong. Nicht ganz. Zwar, wenn du dein MFD oben auf die passenden Einstellungen stellst, Hm? Ja. ja, ich weiß nicht, ob das Schiffscan ist oder der normale. Das weiß ich leider auch nicht. Ja, dann klick doch mal durch. Comms, Energie, Waffen, Bilde, eigener Status, Targets, Scanning. Es gibt nämlich 2 Scanning. Probier doch mal das erste. Ah? Meint da. Ja. Muss ich mal gucken, wie ich das trigger. Ganz einfach. Ziel, Nase auf das Ziel. Und dann drück mal linke Maustaste. Oder flieg auch mal näher ran. Ah, Asteroid. Du kannst weiter fliegen. Ja gut, ich kann Du ja hast den... ja in der Mitte diese Werte anzeigen. Hm? Und das müssen glatte Tausenderwerte sein. Wenn ich das noch richtig im Kopf habe. Asteroid. Da ist auf jeden Fall 14.000. Das sieht besser aus, da würde ich hinfliegen. Oh ja. Und das sieht mir nach Trümmern aus. Das Ah. ist das, was du haben willst. Genau. Zeig zum Aufnahmsen. Das ist nicht mal unbedingt wenig. Ach so, okay. Nee. Ich wünschte halt, ich hätte die Anzeigen noch teilweise, die ich früher hatte. Nicht wegen dem Abstand und so. Hast du doch alle. Nee, ich meine der Abstand zwischen den Lasern, beziehungsweise Neutstrahlen oder was auch immer das ist. Hm. Da gab es ja unten früher so eine Anzeige mit dabei.
die dann angezeigt hat, wie weit die voneinander entfernt sind. Aber ich habe wahrscheinlich die Hälfte der Einstellung mal wieder verloren. Okay. Alt W. Ach so, das ist dann der Dingens-Modus. Ah. Interessant. Das ist auf jeden Fall ein Stück von einem größeren Gefährt. Jetzt muss ich dann gleich wieder rausfinden, wie das alles nochmal war. Moment. Mal ganz kurz ein paar Keybindings gucken. Advanced Controls. Irgendwo muss doch Salvage sein, ne? Fireframe. Aha. Mhm. Isn't there this integrate button? Okay. Increase spacing seit hier. No. Oder war das der da? Dann war das der da. Okay. Oh, hör mal kurz auf, Karl. Jo.
Ha. Ich muss Steuerung wieder lernen. Okay, die Bindings. Up over there. Salvaging. Huh. Oh Mann. So, wieder da. Ja. Bin immer noch dabei, das Ding hier aufzunommen.
Aber ich weiß halt auch gerade nicht, wie das Ganze hier funktioniert. Mehr. Also ich weiß auf jeden Fall wieder, wie ich zwischen dem Fracture und dem Dingens wechsel. Die Beams lassen sich aber gerade auch nicht ausschalten. Ja, weil du in der Fracture-Modus bist. Okay. Ja, aber ich kann ja auch nicht raus. Hast du mal Alt W probiert? Oder Alt Ja. S? Nee, halt ist bis jetzt noch nicht. Ah, jetzt ist all das aus. Jetzt kann ich die da ausmachen und jetzt kann ich wahrscheinlich dann den Explodey anmachen. Aha. Oder auch nicht. Weil es weiterhin nichts macht. Vielleicht ist das Ding schon klein genug. Ja gut, aber wo ist dann das ist jetzt auf Design gestellt. Das war doch der Modus, wo man das Ding eigentlich zum Auflösen kann. Gab's doch auch einen Modus. Ah, okay, schön. Jetzt habe ich dich im Target. Jetzt sind die Laser hier wieder am Laufen. Also was heißt Laser? Auf jeden Fall die Dinger, um die Hülle abzuschrubben. Ist einfach am Schießen hier. Ein bisschen. Einfach am Schießen hier. Ja, warum denn auch nicht? Gute Frage, hier passiert ja nichts Spannendes. Aber dass automatisch etwas bedrohlichere Musik gespielt hat, ist schon lustig. Zum Glück sind deine Schilde an, ne? Sonst wäre nämlich stetig deine Hülle ein bisschen kleiner geworden an der Stelle. Aber ja, ich muss definitiv wieder öfter spielen, damit ich den ganzen Spaß hier besser hinkriege.
Von diesem einen Hüllenstück habe ich jetzt irgendwie schon 4 SCU voll. Also es ist halt wirklich sehr langsam. Man muss auch die passenden Schrubber nehmen. Hm? Da gibt es ja auch wieder unterschiedliche. Ja, ich habe momentan die Standardschrubber. Ja, hättest du auf doppelt up Red gewechselt, würde das schneller gehen. Gut, wusste ich nicht. Woher auch. Dass es da in der Zwischenzeit auch neue gibt. Oh, die gibt's aber schon länger. Wusste ich trotzdem nicht. Woher denn auch? Eek. Wie? Nee, einfach wieder an mir vorbeigehämmert. Mhm. Mhm. Ja, kurz nochmal AFK. Jo. Hier passiert ja nichts Spannendes. Uiuiui.
Hm. Wie nutzen wir denn den Desintegrator? Blub, wieder da. Blub. Ich frage mich immer noch, wie der Desintegrator funktioniert. Hm. Für was denn? Für dieses Stück Metall da. Oder kann man das nicht bei allem anwenden? Kannst halt nicht bei allen anwenden. Das Aufbrechen ist hauptsächlich, glaube ich, für Schiffe. Ja, das ist ja Fraction, ne? Aber ich habe den Mhm. Desintegrator gerade an. Ja, dann Maustaste gedrückt halten. Fängt alles an zu schütteln. Aber großartig mehr passiert da auch nicht. Normalerweise müsstest du das zerlegen können. Mhm. Vielleicht bin ich noch zu nah. Nee. Also zu nah sollte da nicht geben. Oder vielleicht geht es einfach nicht. Ist eh egal, Höhlenmaterial ist eh wertvoller. Hm, ja gut. Und davon ist ja hier fast nichts mehr übrig. Gut zu wissen. Und das erste, was ich mit dem Schrott mache, ist mir erstmal ein Multitool machen. Oder vielleicht musst du auch das Stück Schrott irgendwie ins Visier nehmen. Anstatt mich. Das kann natürlich sein. Ja, wie kriege ich es in Visier? T. Hm? T. Nee. Außer... Nee. Also ich habe jetzt einen roten Rahmen drum, aber ich habe dich immer noch im Visier. Ja, aber das ist schon mal mehr Hilfe, weil der Rahmen zeigt auch mit an, wie viel Material noch vorhanden ist. Mhm. Aber sobald ich den anmache, ist der Rahmen weg.
Nebenbei, du saugst nichts mehr. Ha. Gut, da ist auch kein Material mehr, ne? Oder? Mhm. Ja, nicht mehr viel. Das zeigen ja deine Indikatoren da an. Mhm. Das heißt, es lohnt sich jetzt kaum noch, eigentlich. Mit 100% brauche ich es ja eigentlich nicht zu machen, nutze ich eh nicht. Wenn man die letzten Fitzel da eh nicht richtig bekommt. Dann mache ich mal bei dem Brocken hier weiter. Da ist noch ein bisschen mehr abzuholen. Bist wieder am Rumschießen. Ein bisschen. Schön brav am Randalieren hier nebenbei. So muss das. Hallo? Gerade hier am Schiff zerlegen. Schilder aus, das heißt, du springst gleich weg. Vielleicht. Oder du hast einfach nur Bock, einen ultraschnellen Vorbeiflug zu machen. Natürlich hast du den schnellen Vorbeiflug geplant. Kann sein, dass draußen kühler ist, als es scheint. Hui.
Und irgendwo war noch einer. Nur nicht hier. Irgendwann habe ich noch einen Brocken gesehen gehabt. Nur wenn man die ganze Zeit rumwuselt, weiß man nicht mal wo. Nicht so praktisch. Oh. No. Nicht Leiter. So, dann craften wir mal das Multitool. Oder auch nicht. Ich kann das Multitool nicht craften. Und wieso nicht? Keine Ahnung, reagiert nicht. Ja, was steht denn da? Guck doch mal. Weil dir noch der Konstruktionsmaterial fehlt. Hm. Was brauche ich fürs Konstruktionsmaterial? Dafür musst du die Dinger dann zerkleinern, die Bruchstücke. Okidoki, das heißt, ich suche mir gleich mal einen Kontrakt in der Nähe. Günstigen. Und mach das darüber. Was anderes fällt mir jetzt auf die Schnelle nicht ein. Okidoki. Verträge. Savage. Sind alle zu teuer. Okay, dann machen wir das anders. Wenn die alle zu teuer sind, dann geht's jetzt wieder in den Scanner-Modus und wechsle dann noch mal in den Salvage-Modus und drück mal das und Feuer frei. Oh. Vielleicht findet sich ja irgendwo ein Wrack. Da nicht, aber da möglicherweise bei 12.000 oder 3.100 und 1.700. Okay, definitiv der da. Da könnte sich definitiv wieder irgendwas aufhalten. Was mir was bringen könnte. Mhm. Mhm. Oder auch nicht. Mal gucken, ob ich hier mit was anzufangen. Ob ich hier ja, ich glaube, diese Trümmer lassen sich grundsätzlich nicht zerlegen.
Normal müsste gehen. Ich meine, ich kann mal noch gucken, ob da irgendwie irgendwas in den Keybindings für Targeting noch möglich ist. Targeting. Vehicles Targeting. Oder Target Cycle trifft es eher. Oder Targeting? Nee. Nee, ist nichts dabei. Aha. Was ist das denn nun? Ja, es sieht halt ganz gut aus. Draufhalten. Ach Nö, so, nee, das ist ein Traktorstrahl. Genau. Vielleicht solltest du auch mal deine Abbau-Attachments ausmachen und das dann nochmal probieren. Mhm. Auch mit linker Maustaste nicht. Mit linker Maustaste gehen nur die wieder an. Hast du vielleicht was falsch belegt? Und normalerweise musst du deinen Teil da aktiv oder erstmal aktiv machen, was du ja hast, und dann musst du es halt auch sagen, jetzt bau mir was ab. Oder auf jeden Fall nicht. Mal schauen, ob ich Oder flieg mal näher dran. Hm? Noch näher dran kann ich nicht. Mach mal deine Köpfe komplett weg. Die Salvage Attachments. Die fahren sich automatisch ein, sobald ich hier den ausmache. Oder kann ich die separat wegfahren? Ja. Ich wundere das gerade. Normalerweise müsste das eigentlich. Bidum, bidum. So. Salvaging. Die Taste ist denn das? Mhm. Ach so, das ist das. Das brauche ich nicht. Ah, nö, 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 nö. Salvage.
Geh mal nach oben. Hm? Scroll mal nach oben. Ja. Ein bisschen runter. Bleib mal auf den Salvage-Ding. Vielleicht. Da, Toggle Fire Disintegrate. Das sollte es eigentlich sein. Kannst an- und ausmachen. Hm. Genau das gleiche damit. Mm. Hopp. Alt. B. Aha. Das sieht doch jetzt besser aus. Aber jetzt sind nämlich diese Arme nicht mehr angesteuert. Aber passieren tut immer noch nichts. Auch nicht linke Maustaste? Nö. Versuch mal den Modus durchzuwechseln. Genau, den brauchst du, Ein Fracture. oder? Ja, probier einfach mal. Nö, der macht auch nichts. Normalerweise müsste das gehen. Ich verstehe das nicht ganz. Mhm. Aber sonst geht nicht weiter. Also nichts von wegen Target oder sonst was. Mhm. Oh Gott, das ist ja der Kram. Da ist der Kram.
Mhm. Hm. Nee, für das Ding ist halt nichts im Target und das nervt mich halt. Hm. Ja gut, dann vielleicht geht das doch nicht. Mhm. Muss dann so die Targeting-Tasten für Maus und Tastatur. Normalerweise müsste es eigentlich gehen. Mhm. Probieren wir mal ein anderes Stück. Nö, da ist auf jeden Fall was. Dann halt mal weiterschauen, ob ich vielleicht auch irgendwo zwischendrin mal ein Schiff finde. Bei dem Schiff dürfte es ja wieder funktionieren. Mhm. Wobei ich da eh erstmal den Fracture Mode anwenden muss. Aber das sind wieder nur Trümmer. Nope. Kannst du halt nicht irgendwie ins Target nehmen? Nö, nix im Target, nix möglich. Nee, nix ins Target nehmbar. Aber findet doch ganz sicher auch wirklich noch ein Schiff dazwischen. Hm? Nee, ist auch nur wahrscheinlich ein Stein. Und Steine sind höchstens gut für Mining. Ach, das sehe ich schon, das Geblinky von Grimhex. Möchte ich eigentlich nicht gerne hin.
Nee. Schützen sonst so bei Contract. Salvage gibt's mal. Ah. UL5. Dann geht's jetzt halt dahin. Wo man es über einen einfachen Weg nicht hinkriegt. Dann springen wir halt mal irgendwo hin, wo es möglicherweise mehr Glück gibt. Hm. Dann muss ich gleich nur wieder meinen Salvage-Mode reparieren. Dass ich auch die Hülle abkratzen kann. Key-Bindings. Einfach nur mal schauen, ob ich auch irgendwie noch die... Dass ich auch wieder auf die Laser umsteigen kann. Aha, die könnten wir also auch separat voneinander aktivieren. Okidoki. Ach so, ich bin ja fast da. Na, dann brauche ich das nicht. Aber ich kann den hier schon mal anmachen. Nee, den will ich jetzt aber nicht. Nee, schade. Geht nicht mehr. Ah? Hast du gerade selbst was probiert? Mhm. Jetzt mache ich den Fracturing an. Boom. Hehe. Hat sich gelohnt, den Vertrag anzunehmen. Muss ich nur noch dieses eine Teil finden, diese paar Teile noch finden.
In der Hoffnung, dass das jetzt ausreicht, um mir das Multitool samt Ausrüstung zu besorgen. Weil ich sehe jetzt sonst nichts mehr. So. Jetzt ist nichts mehr davon da. Jetzt bin ich mal gespannt, ob ich genug habe für die Geschichten. Also, craften wir das Multitool. Dann noch Tractor Attachment. Und jetzt muss ich nur noch hier irgendwie das... Customize, ne? Ah, okay. Hopp. Ah, okay. Hopp. Und jetzt kann ich... Und jetzt funktioniert alles. Und die Kisten kann ich verkaufen, sind zwar wahrscheinlich nicht so übermäßig viel wert, aber ich kann ja weitere kleine Verträge machen. In diesem Schiff. Nicht wahr? Mhm. Die haben wir schon... Oh, gib doch noch den Auto-Eject-Knopf. Ich bin so dusselig. Und das Auto-Eject wirft es dann automatisch raus, sobald ich Dingens hab. Nicht richtig? Sobald der Platz da wieder frei ist und nebenbei mit dem Mausrad kannst du die Kisten vor und zurück bewegen. Ja, dann brauche ich mich eigentlich gar nicht zu bewegen. Aber der Knopf funktioniert nicht. Oder ich bin einfach nur dusselig. Oder ich muss einmal Eject drücken. Der ist so angewählt und dann Eject. Und dann immer wieder freiräumen vorne. Ah! Jetzt funktioniert's. Nee. Oh. Ich soll echt weiter nach hinten. Oh. Und jetzt brauche ich mir keine Gedanken mehr zu machen. Jetzt kann ich einfach alles theoretisch aufsammeln, was ich so finde. Aber jetzt wieder mein Werkzeug. Und mehr wird ja jetzt nicht kommen, weil nicht mehr genug drin ist. Mhm. Aber 8 Kisten.
Kidoki. Fäuste. Nö und nö. Zu weit weg. Nö. Kurz mal sammeln, sammeln, sammeln. Nö. Nö. Ich habe so das Gefühl, dass es in der Nähe von Raumstationen nicht unbedingt so viel Spannendes gibt. Aber ich habe nur so das Gefühl. Plus 12. Ah, da. Cool. Dann haben wir was in 12 Kilometern. Das sieht doch gut aus. Ich mache jetzt noch kurz meinen Frachtraum voll und dann ist alles super. Aha. War gerade wieder so ein Nervebot im Chat. Hat erstmal aufs Nase bekommen. Und mein Automod einfach sofort sagt, ja nö, das geht nicht durch. Spieler muss erlauben. Und weißt du was? Ich lehne das ab. Geh kurz in den Browser und Gute Nacht Benutzer, der diesen Bot geschickt hat. Weil ich bin, was das sowas angeht, nicht sonderlich freundlich. Aber auch irgendwo nachvollziehbar. Was bringt ja nichts, sie zu blockieren. Komischen Dullis, die da meinen, einem Zuschauer zu verkaufen.
Oh, das ist wieder ein größerer Brocken. Und solange ich arbeite, wird jetzt nichts weiter automatisch ausgespuckt. Kann das sein? Außer der hat schon was ausgespuckt. Es wird so lange was ausgespuckt, bis der Ausgang blockiert ist. Ich bin ja jetzt schon wieder bei über einem SEU. Außer ich habe was nicht mitbekommen. Was sehr wahrscheinlich ist. Ich mache jetzt noch kurz den Frachtraum voll und dann geht's daran, das Zeug zu verkaufen. Ich hoffe, dass ich es irgendwo loswerde. Was sollte ich eigentlich? Und was machst du gerade Schönes? Hab grad die Vulture eingepackt. Hab die Kisten rausgeholt, die ich dabei noch gesammelt habe. Jetzt gehe ich zur Börse, verkaufe die. Hm. Ei. Brauche ein größeres Salvage-Schiff. Oder wenn man es automatisieren will, einfach die MISC Salvage Ship. Hat er auch was? Wenn ich so darüber nachdenke. Ja. Vor allen Dingen, weil das Ding, das hier die ganzen Elemente ja auf der Hülle, auf der Außenseite lagert, größtenteils. Das ist Auto-Eject schon ganz praktisch. Mhm. Mhm. Ich glaube, ich mache den Frachtraum noch mal ganz schnell, ganz voll. Weil man hat ja theoretisch mehr als 12 Slots. Ja. Dann mache ich das. Dann lagere ich das gleich ein. Dann mache ich den noch mal richtig voll. Apropos, ich kann ja jetzt schon mal kurz sortieren. Wenn ich gerade mal so darüber nachdenke. Wäre eigentlich nicht so dusselig. Zu sagen, ich sortiere da jetzt schon mal. Nö, hat nichts wieder ausgespuckt. Jetzt muss ich da gleich mal gucken, wie ich das eigentlich mit den Kisten mache.
Ha? Für die letzte Kiste reicht das nicht. Ja. Na gut. Dann halt weiter Frag sauber machen. Es sind einfach so schöne Löcher in der Hülle jetzt schon. Aber ich brauche nicht so übermäßig zu nagen. Wenn es nicht mehr so viel bringt, bringt es natürlich nicht mehr so viel zu nagen. Dann gehe ich demnächst mal ans nächste Stückchen. Aber mein nächstes Ziel wird dann bei diesem Schiff auf jeden Fall neue Salvage-Köpfe. Mhm. Und je nachdem vielleicht auch erstmal ein bisschen Fracht hin und her Taxi machen. Frachttaxi spielen, um auch noch ein bisschen an Geld ranzukommen. Wobei ich da mal gucken muss, wie sich lohnt und. Ne, aber wird nicht automatisch ausgespuckt, die letzte Kiste. Also beziehungsweise die vorletzte. Na gut, genug davon. Und jetzt geht's weiter an den nächsten Trümmer. Man verliert ihn nur so schnell aus den Augen. Ich bin wieder von der falschen Seite dran. Wobei das eigentlich keinen Unterschied macht. Vom Gefühl her.
Oha. Und da werden wirklich einfach regelrecht Löcher reingemacht. Sieht man den Weltraum auf der anderen Seite des Stück Metalls. Mhm. Fancy. Na gut, es dürften Flügel sein. Die bestehen ja nur aus einer gleichen kleinen Innenstruktur und Hülle. Und dann darf ich auch das erste Mal die Frachtaufzüge nutzen. Premiere. Die sind schon so lange im Spiel und ich habe sie bis jetzt noch kein einziges Mal genutzt. Das wird aber langsamer Zeit. Ja, jetzt muss ich nur wissen, welches Stück Metall ich schon hatte und welches nicht. Äh, Das sieht noch gut aus. Aber wir müssen es echt mal machen. Du, Dia kämpft mal und ich bin dann einfach in der Nähe und sammle die Wracks ein. Ja, aber könnte schwierig werden. Mhm. Ja, oder du und ich. Weil die heranzukriegen ist echt manchmal schwierig. Hm. Okay, da ist nicht viel dran. Na gut, dann wird mal wieder aufgestanden und mal das Zeug auf den Frachtaufzug gepackt. Müssten auf jeden Fall 2 SEU-Boxen werden. Haha. Aber da ist nichts mehr. Kidoki. Wo hast du den Spaß verscherbelt? In jeder größeren Stadt kannst du das machen. Ja gut, die nächste wird jetzt Horizon sein. Außer ich würde es noch nach New Babbage schaffen. Das kann ich aber mal nachschauen, ob ich es mit der Vulture schaffe nach New Babbage. Nö. Dafür reicht mir dann doch die Reichweite nicht mehr. Ich stehe zwar neben einer Raumstation, bei der ich theoretisch tanken könnte, aber... nö. Dann halt nach Crusader. Nicht immer Cruel 2 erwischen. Au.
Und auf Crusader kann ich mir dann jedes x-beliebige Schiff schnappen und damit dann irgendwo hinfliegen. Zum Beispiel. Genau. Oder ich tank einfach die Vulture auf. Aber mal gucken. Immerhin habe ich, was es das angeht, was es das angeht, mal recht frei. Ich werde jetzt erstmal ausmachen, weil Jo, ich mach muss noch das. ein bisschen was tun. In Jun oder zu Hause? Nee, warte, Ne, bei Vorbereitung mir für zu morgen. Hause. Noch ein paar Vorbereitungen für morgen treffen. Ui. Schön. Mhm, muss auch sein. Kriege ich auf jeden Fall einen Haufen Bilder. Oder auch nicht. Ja, mal schauen. Muss erstmal da ankommen. Kriegst du hin. Vertraue dir da. Mal sehen. Jo. Gut, ich sag einfach mal bis Jo. später. Bis später. Für mich geht's hier erstmal im Stream noch weiter. Ich habe nur leider gerade nichts zu erzählen. Und das macht mir ein bisschen Sorgen. Ich nehme nicht schon nichts zu erzählen zu haben. Origin. Ausrüstung habe ich ja mehr als genug auf meinem Schiff. Moment. Ich habe jetzt wirklich schon wieder eine Stunde damit verbracht, einfach nur Schiffe aufzunamsen. Ich krieg die Krise. Aber ich möchte mal wissen, ob ich die... Also, klar, die 39.000 werde ich jetzt nicht wieder reinkriegen, wahrscheinlich. Aber ich kann definitiv nochmal die Wolkenstadt zeigen, die ist schön. Das müsste der Raumhafen sein. So, und damit fliegen wir jetzt weiter. Und haben wir Comms für Station. Small Hangar. Dadurch, dass das ein kleines Schiff ist, ist das natürlich
Klar, dass ich nur einen kleinen Hangar bekomme. Und ansonsten könnte ich noch Cargo Holding machen, aber da muss ich mich erstmal reinfuchsen. Beziehungsweise ein Frachttaxi spielen. Ach, da ist mein Hangar. Vorteil, das brauche ich nur grob abzuschätzen. Weil es so ein Hangar ist, der einfach breit ist. Also wo man einfach geradeaus reinfliegen kann. Kann man dann so grob abschätzen mit dem Auge. Antrieb aus. Und jetzt müssen wir mal gucken, wie das mit dem Frachtaufzug ist. Da ist jetzt plötzlich doch was auf der Plattform. Achso, du bist auf jeden Fall ein Terminal. Das ist... Okay. Braucht den Fahrstuhl hier. So, und jetzt geht's an die Futzelarbeit. So, Reichweite überschritten. Ich bewege es mir nur schon mal ein bisschen weiter in meine Richtung, damit ich nicht alles rumtragen muss.
Alle hopp. Und rüber da. Hopp. Mal schauen, wie viele noch rauskommen. Ein auf jeden Fall noch. Okay, mehr gibt's nicht. Zack und zack und schwubbeliwupp. Ist immer noch das erste Mal, dass ich das überhaupt mache. Oh. Ups. Ist wieder Fracht bewegt. Ich habe absolut keine Ahnung, was ich hier tue. Aber bis jetzt sieht es auf jeden Fall nicht so aus, als würde ich was falsch machen. Darf ich mir jetzt gleich wieder einen Haufen Nachrichten durchlesen? Supi. Ah. Ups. Ja. Ist mir jetzt auch egal, wie das aussieht. Muss ja nicht alles drauf sein. Stellt sich die Frage, wie es jetzt danach weitergeht.
sobald ich den Spaß jetzt hier eingelagert habe. Muss ich ja den Fahrstuhl runter. Verkaufe ich den. Okay, das wird also automatisch in das Warehouse gepackt. Das ist gut, dann brauche ich mir darüber keine Gedanken zu machen. Jetzt muss ich nur noch mein Schiff einlagern. Den Spaß verkaufen und dann... Welcome to the ASOP vehicle Weiß ich auch nicht. system. Your vehicle has been moved to our storage facility. Ich glaube, ich hole mir schon mal Sicherheit. Oh, ein Smallhanger. Das ist ein Problem. Dann schauen wir mal, dass wir den Spaß noch verscherbeln. Irgendwie habe ich jetzt trotzdem 1,5 Stunden nichts Sinnvolles gemacht. Eigentlich habe ich den ganzen Stream über nichts Sinnvolles gemacht, außer halt das Spiel zeigen. Und am Ende wieder mit meinem, mit meiner Vulture ewig brauchen, um irgendwas zu machen. Gut, woher sollte ich denn noch wissen, dass die nochmal extra Attachments braucht? Aber fürs nächste Mal lasse ich mir da was Besseres einfallen. Muss ja irgendwie an Geld rankommen. Nee, das ist irgendwo da drüben. Müsste hier richtig sein. Hi. Ja. Schon seit einer ganzen Weile. Ich war jetzt auch zeitweilig nicht ganz allein hier. Und jetzt muss ich nur noch schauen, dass ich in der richtigen Plattform rauskomme. Oh. Ups. Gehen wir auf Nummer sicher und trinken nochmal. Was? Hui. Ja, habe ich mir nämlich schon gedacht, dass was auch noch fehlt. Ich finde das so lustig, dass man die Flaschen noch rumschmeißen kann. Falsche Taste wieder gedrückt. Was meinst du? Mit wie ist es so? Ein regulärer Irrsinn hier. Nee, es hat sich mal wieder ein Schwung verändert. Star Citizen ist auch cool, aber
wenn du es spielen möchtest, naja, es ist halt eine Beta. Nicht eine Beta, eine Alpha. Ich könnte dir höchstens einen Referral-Code geben, dann kannst du... Oder einen Referral-Link oder sowas. Ich schau mal, ob ich da was finde. Hi. Ah. Naja, du musst dir das Spiel halt selbst besorgen. Und bei mir ist es gerade abgeschmiert. Ach. Hm? Naja, es geht eher darum, diese Referral-Codes sind, um ehrlich zu sein, nur dafür da, dass wenn man Leute dazu holt in das Spiel, dass die dann, wenn sie sich eine Lizenz zum Spielen holen, was mit verschiedensten Starterpaketen einherkommt, aber das kann ich dir alles zeigen, sobald du mal wieder einen PC hast. Ähm, kannst du dann im Prinzip mitspielen und das für immer. Eigentlich. Aber wie ich schon gerade gesagt habe, du musst tatsächlich dir ein Starterpaket dafür besorgen, damit du es spielen kannst. Du kannst es über den Referral-Link machen, dann bekommst du tatsächlich auch einen kleinen Bonus. Kleiner Geldbonus und sonst nicht irgendwelche Boni. Ich weiß gar nicht, was der jetzt alles bringt. Aber für mich bringt er auch was, weil das Positive ist, umso mehr Leute ich über den Referral-Code reinhole, kriege ich auch immer wieder Zeug. Oder das. Das geht auch. Wäre tatsächlich sogar erstmal zu empfehlen, erstmal ein Free Verlight nehmen und dann nachher kann man ja immer noch mit dem Referral-Code machen. Exakt. Jetzt habe ich keine Ahnung, wo ich bin. Mal gucken, wann das nächste Free Flight ist, spätestens bei der IAE. Naja, ist im Normalfall recht vorhersehbar. Ich weiß, dass bei der IAE wahrscheinlich wieder eins sein wird. Ausgerechnet dann, wenn man die Server wirklich am meisten braucht, werden sie am meisten gefordert. The next shuttle is about to for passengers. The shuttle is preparing to depart. Oh. Chat weg. Please clear the hatch. Shuttle will be departing. No. Ich will doch einfach nur mein Zeug aus der Vulture verkaufen. Bin ja einfach nur mit der Vulture kurz rumgeeiert und habe ein bisschen Zeug abgewrackt. Solange bis ich keinen Bock mehr hatte. Mal gucken, wie viel ich da rausbekomme. Aber ich bezweifle, dass es übermäßig viel sein wird.
Aber ja, grundsätzlich eine Weltraumsimulation. Simpel gesagt, mit momentan leider nur 2 Sonnensystemen. Eigentlich wollte ich noch ins Pyro-System. Es ist wieder an derselben Stelle abgeschmiert. Bevor ich mich damit jetzt noch ein bisschen weiter rumärgere. Nee, irgendwas. Mit irgendwas hat das da momentan ein Problem. Mit etwas Glück ist es beim nächsten Mal behoben. Aber so wie es aussieht, darf ich jetzt erstmal die Spieledateien durchgucken. Nochmal, was da eigentlich los ist. Ist nicht so spannend. Deswegen zeige ich es auch nicht. Aber da das jetzt, so wie es aussieht, erstmal eh nichts mehr wird, okay, würde ich mich jetzt auch erstmal verabschieden. Ja. Ich kann es ja wann anders wieder machen. Ich muss nur wieder zurückkommen. Jupp. Was machen wir dazu? Da gibt's auch wesentlich mehr. Nur wenn der Spaß abschmiert, kann ich nichts machen. Und das ärgert mich dann natürlich. Aber nun gut. Dann schaue ich, dass es vielleicht ohne Stream geht. Mal gucken. Ich werde ihn jetzt auf jeden Fall mal ausmachen. Geht ja jetzt auch schon wieder fast 4 Stunden und ich wollte ja nur ein bisschen nochmal das Spiel zeigen. Und habe nicht mal alles gemacht, was ich machen wollte. Am Ende habe ich mich einfach in meine Vulture gesetzt und bin dann Schiffe abwracken gegangen. Ist nicht so das Schlauste. Aber wie gesagt, dann will ich jetzt mal den Stream beenden und bye bye. Bis zum nächsten Mal.